werden immer mehr junge Leute. Es ist echt so schön. Und die interessieren sich. Die fragen nicht nur so oberflächlich, sondern sie sind ganz neugierig. Also wir sind wirklich begeistert, oder? Was für ein schönes, entspanntes, friedliches Stadtbild. Расскажи что-нибудь. Die haben wohl einen Vogel. Wir machen solche Sachen nicht um jeden Preis. Nee, das kann ganz schnell ins Auge gehen. Oh nein, wir sinken hier ein. Nein! Was machen wir denn jetzt? So schnell sitzt man in Kasachstan bei einer Familie. Hi, wir sind Dima und Katrin auf unserem größten Abenteuer und diesmal heißt es nicht mehr nach Kasachstan, sondern in Kasachstan. Wir sind so dankbar, dass wir hier sein dürfen, was wir hier alles sehen und erleben dürfen, ist einfach unglaublich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, endlich mein Heimatland erreicht. Und genau, jetzt heißt es nicht nach Kasachstan, sondern durch Kasachstan. Ja. Und wir freuen uns darauf, die Zeit hier zu verbringen. Wir freuen uns auf die Menschen kennenzulernen, Kultur. Also ich muss zugeben, ich komme aus Kasachstan, aber bin sehr jung weg. Und so gut kenne ich die Kultur auch nicht. Und ich freue mich darauf, die Kultur noch tiefer kennenzulernen. Ja. Genau. Ja. Und was wir hier erleben werden? Ja, das seht ihr dann. Ja, und wenn du nicht verpassen willst, was wir hier in Kasachstan erleben, wie wir hier in die Kultur eintauchen, wie wir tolle Begegnungen haben, dann bleib doch einfach dran. Bayerale! Ja, und wir waren gerade eben, bevor wir das Video gestartet haben, noch wirklich lecker essen. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil falls du mal in Atirau bist, dann musst du dieses Lokal besuchen, weil der Preis stimmt, die Bedienung stimmt, das Ambiente stimmt und das Essen ist fantastisch. Also, hier sind die Bilder. Also die erste Ladung ist schon da. Ich probiere zum ersten Mal in meinem Leben ein Wachtelei. Das Pferd, ne? Das ist ein Plov, ein Nationalgericht auch in den ganzen Stan-Ländern. Ja, genau. Und ich habe mir Lakman bestellt mit handgezogenen Nudeln. Ich freue mich so sehr. Also ich bereue es nicht. Schaut euch das an. Oh. Ich liebe einfach das Essen hier. Dein Essen ist gleich kalt. Ja, ich warte noch auf meinen Schaschlik. Ach so, du kriegst ja noch Schaschlik. So, jetzt ist es komplett. Schaschlik ist auch da. Also ich muss ja zugeben, mein Essen ist richtig scharf, aber richtig lecker. Also das Essen war richtig bombenlecker. Wir sind satt, wir haben Limonade bekommen, wir haben Tee bekommen, wir haben Schaschlik, wir haben Plov bekommen, dann hast du Lakman bekommen. Und für alles zusammen haben wir 15 € bezahlt. Und ja, für beide Personen, das ist echt günstig. Ja. Die Leute, die hier arbeiten, sind sehr nett. Und ja, wir sind sehr dankbar dafür. Mama, Pause. Спасибо большое, что мы могли тут покушать. И ваши официанты, они очень-очень добрые, очень-очень хорошие. И нам было очень приятно тут покушать. Каждому могу порекомендовать вот тут вот покушать. Hier hat er jetzt einen Namensvetter gefunden. So schön.
Ist das nicht süß? Klasse. Es werden immer mehr junge Leute, es ist echt so schön. Und die interessieren sich, die fragen nicht nur so oberflächlich, sondern sie sind ganz neugierig. Sind ganz neugierig und es ist einfach gerade ein richtig schöner Moment, weil wir ja selber auch Eltern sind, ne? Und dann sind diese jungen Menschen gerade hier. Und da merke ich gleich, wie sehr ich meine Kinder vermisse. Ich liebe euch und ich vermisse euch Kinder, wirklich. Gott sei Dank leben wir in Zeiten, dass es Internet gibt, dass wir wenigstens ja, Videoanrufe machen können. Das war ja goldig, oder? Ja, das war cool. Haben uns junge Leute angesprochen. Der eine heißt Dima und dann haben sie Katrin gesehen, haben mit ihr Englisch gesprochen. Und dann habe ich von der Seite gesagt, wer von euch ist Dima? Und auf einmal gucken die so ein bisschen leicht erschrocken. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben sie Fragen gestellt. Und war richtig lustig, richtig cool, richtig nette Jungs. Und Mädels. Und Mädels. Ja. Большой привет вам, молодые друзья. Ihr seid tolle Jungs. Она говорит, Und Mädels. Вы очень хорошие люди. Also, wir gehen mal weiter. Da ist ein Wald, da lässt Devi sich nicht bitten. Also wir sind wirklich begeistert, Ja. oder? Was für ein schönes, entspanntes, friedliches Stadtbild. Ich wünsche mir das auch für meine Heimat. Also echt so entspannt, alle am Lachen, alle freuen sich, alle spielen. Viele Kinder. Ne? Ja. Also es ist echt... Ich weiß, warum die hier alles neu bauen. Wirklich. Weil hier so viele Kinder sind. Ich muss mal googeln, wie hoch die Geburtenrate ist hier in Kasachstan. Aber es ist echt, ich bin begeistert, wirklich. Und alles sauber. Hier sind so viele Menschen und es liegt nicht ein Schnipsel Müll auf dem Boden. Oder? Nee. Also unglaublich sauber hier. Atirau, ich mag dich. Tolle Stadt. Ja, können wir nur empfehlen, wirklich. Und ich glaube, weil die Polizei hier auch präsent ist, glaube ich, ist einfach von Natur aus alles ruhig. Die machen ja nichts, die Polizisten sind ja sehr nett. Aber ich glaube, das zeigt schon ein bisschen, dass Ordnung zu halten ist, oder? Oder denkt ihr, das ist allgemein die Mentalität? Ich weiß es nicht. Also ich kann dazu sagen, das ist allgemein die Mentalität. Die kasachischen Kinder werden sehr respektvoll erzogen. Ну, скажи что-нибудь. Ну, всем привет, ребята. Сегодня это добро пожаловать на фото. Это на 20 вот так смотри. Такая, смотри, сколько детей пока играют. Вот. Сколько дети играют, но я... Raus aus dem Thema, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Wir haben über die Erziehung gesprochen. Ah ja, du hast über die Erziehung Genau. gesprochen. Und zwar werden die kasachischen Jungs so erzogen, dass man sehr respektvoll miteinander umgehen soll und auch vor allem mit älteren Menschen. Ja. Und diese Erziehung spiegelt sich halt in der Kultur wieder. Ja, okay. Also, den Kleinen, wir haben den Papa gefragt und der hat gesagt, wir dürfen ihn mit ins Video nehmen, weil die Situation einfach so niedlich war. Haben wir uns natürlich abgesichert. Ja. Aber der war schon süß, oder? Vielleicht wird er mal Moderator.
Also wir haben jetzt gedacht, weil so schönes Wetter ist, setzen wir uns einfach hier hin und trinken mal einen Kaffee. Haben wir auch noch nicht gemacht. Erstes Mal in Kasachstan. Und über mir ist einfach ein Lautsprecher mit Vogelgezwitscher. Ich weiß nicht, ob mich das gerade so beruhigt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Wahrscheinlich nicht. Geil. Also ihr kennt ja diese Flaschen, Plastikflaschen von Coca-Cola oder egal welchen Getränk oder Wasser, wo der Deckel immer dran hängt, weil das ist immer so ärgerlich, wa? Aber die Kasachen haben da was anderes erfunden. Ich weiß nicht, ob die das erfunden haben, auf jeden Fall gibt es hier sowas. Ich habe erst gedacht, das ist ein Löffel zum Umrühren, aber schaut mal, das ist zum Zumachen. Echt praktisch. Wir genießen das echt. Das ist so schön. Sehr entspannt. Bis auf die Vögel, die uns anschreien. Die haben wohl einen Vogel. In Russland nicht geschafft, uns sowas anzugucken. Und hier in Atirau steht tatsächlich eine Orthodoxenkirche, oder? Ja. Sieht schon beeindruckend aus. Wow. Wir sind hier gerade in einem Laden, der gehört einem Türken. Und der hat türkische Sachen hier. So cool. Aber kein Esme. Aber hat so ein paar Süßigkeiten aus der Türkei, Tee aus der Türkei. Kaffee Istanbul. Ja, ich mag Kasachstan sehr, aber die Türkei war einfach unglaublich. Und wenn wir dann in so Läden gehen, dann freue ich mich, wenn ich so ein bisschen Türkei-Feeling bekomme. Ist auch so, weil ich ganz besondere Momente in der Türkei hatte. Die werde ich nie vergessen, wirklich. Egal, wo man die Türken trifft, die sind immer nett. Wir sind, glaube ich, schon eine halbe Stunde hier im Laden. Der spricht halt auch perfekt Russisch und jetzt unterhält er sich mit Demi. Ich verstehe nichts, aber ist nicht schlimm. Ich sitze einfach hier und genieße die Musik. Das reicht mir auch. Aber wir müssen auch langsam mal ins Hotel zurück. Guten Morgen. Guten Morgen. Oder schon fast Mittag, würden wir sagen. Ja, kurz vor 12 ist immer noch morgen. Wir haben ausgecheckt. Das Hotel war angenehm. Wir haben eine gute Zeit hier gehabt in Atirau. Eine unglaublich schöne Stadt. Tolle Menschen, hübsche Menschen vor allem. Die sind wirklich hübsch, ist ein hübsches Zeug. Ja, für uns geht's jetzt weiter. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Supermarkt, weil wir ja gar nicht wissen, was jetzt die nächste Zeit auf uns zukommt. Deswegen decken wir uns mal mit Lebensmitteln ein, weil wir peilen jetzt den Aralsee an. Der ist zwar noch unheimlich weit, aber wir sind so gespannt, was uns auf dem Weg dahin erwartet. Und ja. Ja, Betty hat jetzt 3 Tage gestanden. Ja. Wir haben uns schon bei ihr entschuldigt. Ja, die Arme. Sie trägt uns das nicht nach. Und jetzt zweimal streicheln und dann können wir weiterfahren. Ganz genau. Also, auf geht's. Wie war das auf Kasachisch? Sagen wir besser nicht. Wir lernen erstmal noch. Gut. Gut. Kit? Gut. Irgendwie so. Ich hoffe, das war richtig. Alter, das ist so hart. Boah, das ist ja der Hammer. Schaut euch mal die Möhren an.
Unglaublich, oder? Wir brauchen Essig. Was ist das? Pferd. Ah. Lecker. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob das die Kühlung ist oder ob sie an sich einfach. Der Teig ist schon, da ist alles schon drin. Nee, dann will ich das nicht. Wir eskalieren nur ein bisschen. Einmal mit Hähnchen und einmal mit Fleisch. Okay. Wenn ich mit Hähnchen bin, ich nicht. Ja. Und passt mal auf, ich habe sie gefunden. Ich liebe die einfach. Ich bin gespannt, was es kostet. Sag ich dir nicht. Was kostet die Schokolade? Ich weiß es nicht. Die kostet 800. 1,50 ungefähr. 1,30. Okay, dann gehen ja noch 2. Oh, ja. Nimm doch von oben. Also wie ihr seht. Oh, Militär. Wie ihr seht, Einkaufswagen ist voll. Ich bin so gespannt, was wir bezahlen. Was schätzt du? Ich schätze, wir zahlen 40 Euro. 40 Euro, sagt Demi. Ich bin gespannt. Ich sage, wir bezahlen 25 Euro. Okay, dann bist du aber sehr positiv eingestellt. Ja, bin ich. Okay, Bayachel. ab zur Kasse. Und? Warte, ich guck gerade. So, guckst du gar nicht. Du guckst Instagram und TikTok. Nein. Doch. Da, jetzt ist es gekommen. 80 Euro. 25, sagt sie. Und die haben gesagt, das ist hier der günstigste. So viel ist das gar nicht. Das ist nur viel trinken. Krass, komm raus aus der Sonne, unser Eis schmilzt. Für die, wo es interessiert, wie es bei uns in der Heckgarage aussieht. So, Ganz viele Sachen, die wir immer brauchen. ganz viele Sachen, die wir so gut wie nie brauchen. Oh, guck mal, wir haben noch so 3-mal Soljanka Einmal sogar. Soljanka, wir haben deutsche Bockwurst, Oh, danke Slava. wir haben Gretschka, Mhm. wir haben noch mehr Gretschka, Wir haben noch mehr Gretschka. wir haben ganz viel Gretschka, wir haben Salz, wir haben Nudeln haben wir. Ja. Ja, hinten die Box ist auch noch. Ja. So, wir haben alles verräumt. Und jetzt geht's für uns zum Aralsee. Der ist ungefähr 1200 Meter von hier. Ich denke, dass wir das so in 3-4 Tagen machen. Also, dass wir da ankommen, oder? Und wir sind echt gespannt, was unterwegs alles auf uns wartet. Wie gespannt bist du? Wie ein Flitzebogen. Supi, ich auch. Also, auf geht's. Und was ich noch sagen wollte, also 80 Euro hört sich viel an, aber jetzt beim Einräumen haben wir gesehen, wie viel wir gekauft haben. Ja. Also ist das vollkommen okay. Wir haben ja jetzt für mehrere Tage eingekauft. Also passt das schon, oder? Lauter gesunde Sachen, überhaupt keine Süßigkeiten, kein Eis oder Coca-Cola. Nö, haben wir nicht. Ich freue mich, es geht weiter. Die Zeit hier in Atirau war schön, war gut, dass wir uns erholen konnten von allem. Aber jetzt freuen wir uns, dass es weitergeht. Gucken wir das auf der Kamera. Also das ist so rosa. Ich hoffe, das sieht man auch auf der Kamera. Krass. Wer muss schon nach Griechenland zum pinken Strand, oder? Wenn man hier pinkes Wasser hat, ist das Diesel? Nein. Achso, ich dachte. Wir haben kurz angehalten, weil wir was snacken wollen. Und innerhalb von 10 Minuten die zweite Roomtour mit unserer Betty.
der junge Mann, der hier drin arbeitet, der sagt, er hat so ein Ding das letzte Mal als er Kind beim Cartoon gesehen. So süß und die freuen sich so, wenn wir einfach die Tür offen öffnen und sie reingucken lassen. Schön, schön. Eigentlich sollten wir uns schämen. Wir sind hier in Kasachstan und essen mal einen Burger. Ganz klein. Ich mache mal einen Vermittler. Die unterhalten sich jetzt gerade über Spritpreise und der junge Mann ist total schockiert, dass es in Deutschland so teuer ist. Verstehe ich. Also jetzt, wo ich hier in Kasachstan bin, bereue ich echt, dass ich vor 13 Jahren, als Demi und ich geheiratet haben, nicht die russische Sprache gelernt habe, echt. Ich bereue das so sehr. Schade, ich rede ja so gerne, wisst ihr ja. So könnte ich mich auch mit den Einheimischen unterhalten. Aber so bin ich halt immer auf Demi angewiesen, dass er übersetzen muss. Das ist für ihn auch voll nervig, das verstehe ich auch. Ich meine, er macht es, aber ja, ich glaube, da muss sich was ändern. Oder wie seht ihr das? In der Türkei wurden wir ja mit diesen Tüchern verwöhnt, ne? Die sind so wertvoll für uns als Camper. Und in Georgien haben wir das echt vermisst, weil wir das, egal wo wir in der Türkei waren, haben wir diese Tücher bekommen. Georgien war nichts, Russland wissen wir nicht, da haben wir ja keine Zeit gehabt, um dort essen zu gehen. Aber hier in Kasachstan gibt es die wieder. Schön. Ne? Ja. Und schaut mal, was es noch zum Essen gibt. Ist das nicht der Hammer? Machen Sie den Mund auf. Also das habe ich jetzt gerade nicht aufgenommen, aber es war jetzt innerhalb von einer Stunde 3-mal Roomtour angesagt. Uns stört das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. So haben wir ja dann auch immer die Gelegenheit, mit den Leuten zu sprechen und so. Dafür reisen wir ja. Und wenn wir dafür unsere Wohnmobiltür aufmachen müssen, machen wir das gerne. Oder? Ja. Also ich freue mich ja jedes Mal, wenn ich mit jemandem in Kontakt komme und die so fröhlich und herzlich sind und so auch zwischendurch auch so positiv, naiv, kindlich so, wo einfach eine Freude ist, Ja. die ich schon bei mir schon oft, also in Deutschland nicht verspürt habe, weil aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und ich freue mich dann, wenn die dann sehen, deren Augen das strahlen, dann fragen die dich, dann kannst du mit denen ein bisschen reden und dann, ja, viele wünschen sich dann auch so ein Auto. Ja. Und dann sage ich ihnen ja, dass es alles möglich ist. Hier einmal als Deutscher an der Tankstelle anzuhalten, oder für die sind wir Deutsche, ist es wie, du willst nur
einmal Blut tanken und dann hast du ruckzuck, redest du mit dem halben Dorf. Aber positiv. Aber die kommen, dann helfen sie, dann kommt der andere, der fragt er was. Ich habe mein Kanister AdBlue leer gemacht. Dann kommt der eine und sagt, brauchst du den Kanister noch? So, nein, willst du haben? Ja, gerade der Kanister mitgenommen. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf einmal so, zack, alle zusammen, zack, wieder auseinander und wir fahren weiter. Feierralle. Feierralle. Wir wollten gerne zu diesem Salzsee fahren, aber da kommen wir nicht durch. Nein, wir riskieren das nicht. Das sieht man von hier schon. Macht keinen Sinn. Schau dir mal dieses Loch da an. Ja, das sieht von hier vielleicht schlimmer aus, wie es ist. Ja, komm, fahr mal weiter. Schade, das sah von hier richtig cool aus. Aber wir machen solche Sachen nicht um jeden Preis. Nee, das kann ganz schnell ins Auge gehen und dann stehen wir hier. Wir finden sicher noch einen anderen Salzsee. Oder? Wir haben doch genug Proviant. Hinfahren können wir nicht, aber hinlaufen. Und das machen wir jetzt. Hinschlappen. Da schreitet sie ganz mutig voran. Hier gibt es noch keine Hunde. Wir sollten nicht weitergehen. Wir sinken hier ein. Und wir haben nur Schlappen an. Ja, hier sind auch Pferde durchgelaufen, Ja, Schatz. die haben doch keine Schlappen an. Ja, die sind aber schwerer. Die haben keine Schlappen, Mann. Ach, schade. Ich guck mal, wie weit ich komme. Ja, mach mal. Wir machen das jetzt, gell? Ist doch ungefährlich, oder? Oh, wow. Schaut euch das an. Das ist ja richtig eine Salzschicht. Du kannst ja damit deine Suppe salzen. Schaut mal. Schau. Krass. Was, oder? Was für Kristalle. Und das hast du hier, den ganzen See so. Aber wir sinken trotzdem weiter. Ja, man sinkt leicht. Also hier ist noch am Abtrocknen. Und da weiter ist noch ein bisschen Wasser mit ganz viel Salz. Wie findest du das? Ich finde das super. Nein, da gibt es ein anderes Wort. Spektakulär! Spektakulär! Schaut mal, Leute, ich habe einfach ein bisschen Salz geerntet. So sieht das Ganze aus. Kristalle, Salzkristalle. Vogelperspektive. Ja.
Das war schön, oder? Aber man unterschätzt das voll. Es ist richtig weit bis zum Auto. Und es ist so heiß. Und es ist so windig. Na? Also der Wind ist herausfordernd. Das habe ich unterschätzt. Aber cool. So, weiter geht's. Ja. Weiter geht's. Wir haben Salz vergessen. Wir müssen zurück. Nee, ich gehe keinen Meter mehr. Ich sehe gerade nichts. Das sieht alles gut aus. Bleibt mal einfach hier mal am See stehen. Ja. Ich hoffe, das ist kein Fehler. A few moments later. Nein, wir sinken hier ein. Nein! Nein, es ist passiert. Aber wenn man nicht wollte, nein, wenn du gar nicht. Jetzt heißt es buddeln. Warte, ich versuche jetzt mal. Schade. Wie gut, dass wir einen kleinen Klappspaten haben. Ja, aber weißt du, so haben wir sie wenigstens nicht umsonst gekauft. Ich will euch mal meinen Spaten zeigen. Wie geil. So, jetzt aber. Vielleicht so. Nee. So, jetzt reicht es ihm. Kommt jetzt Rettung. Es sind gerade welche gekommen mit dem Auto. Ich hoffe sehr. Wir haben uns einfach von ihrem Zuhause, da ist ja so ein Dorf, gesehen und sind dann echt hierher gekommen, um uns zu helfen. Also das ist wirklich, wirklich nett. Weil ich glaube, wir wären sonst noch 2-3 Stunden hier. Weil das ist so ein weicher Boden. Also die Oberfläche ist ein bisschen hart und darunter ist total weich. So dumm von uns. Wir hätten es ablaufen sollen, echt. Jetzt müssen wir dieses Teil suchen, wo man das Abschleppdingen befestigt. Oh Mann.
Das ist das, wenn man sein Auto nicht kennt, ne? Wir haben uns vor der Reise immer gesagt, wir gucken, wo alles ist, für den Fall der Fälle, damit wir dann genau Bescheid wissen, wo was ist. Ja, haben wir natürlich nicht gemacht. Also wir beide nicht. Ja. Aber ja, ist wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass uns das passiert. Dank Chat haben wir es jetzt gefunden. War das so hilfsbereit? Jetzt buddelt er sogar mit. Krass. Habe ich erwähnt, dass ich Angst vor Kühen habe? Oh nein! Ich kann jetzt nicht mal ins Wohnmobil flüchten. Kacke! Da kommt sie einfach. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ich muss leider mit Handy filmen. Die Kamera ist leer. Die kommt direkt auf uns zu. Sie wechselt die Richtung. Nein! Seht ihr das? Eine Schlaufe reingemacht. Unsere Rettung, hä? So, jetzt haben sie probiert. Komm schon, Betty. Komm schon. Ja, sie bewegt sich. Ja, sie bewegt sich. Wow. Was für ein Drama. Wow. Fast wieder festgefahren. Fast rechtzeitig gestoppt. Schaut euch mal das Elend an. Schaut mal. Oh wei, oh wei. Das müssen wir gleich noch irgendwie wieder richtig machen. Jetzt wird es noch einmal knifflig. Ich glaube, der filmt auch. Ja, er filmt auch. Geil. Yay! Oh, wie geil. Also, die hat Gott uns echt zur Verfügung gestellt, wirklich. Wir wären hier nie rausgekommen, nie. Wir hätten schräg geschlafen und dann morgen früh weitergemacht. Hammer. Oh, ich will nie wieder am Wasser stehen. Ich glaube, wir sind durch. Noch, glaube 2 Stunden oder so. Ja, müssen 2 Stunden sein. Unglaublich. Wie nett kann man sein? Jetzt kommen die und helfen uns sogar noch beim Reintragen. Ich lege jetzt die Kamera weg und mache auch mal ein bisschen was, weil man fühlt sich ja schon schlecht. Falls ihr dieses Video seht, ihr wart ein Segen für uns. Vielen, vielen Dank. Wirklich. So, der erste Retter fährt los. Vielen, vielen Dank. Wow. Jetzt haben sie uns auch noch zum Tee eingeladen. Tee eingeladen.
Kann man ja nicht Nein sagen, oder? Was für gute Menschen. Ja, echt. Unglaublich. Mark von Neid. Ja. Sonst wären wir nie mit jemandem mitgekommen. So macht der liebe Gott das. Ja, das stimmt. Oh, habe ich Unglaublich. mich nass geschwitzt, ey. Das glaube ich, du Armer. Ja, Tut mir Gott sei echt Dank. leid. Guck mal, ich hab noch gedacht, ich glaube, wenn es gleich nicht schafft, dann gucke ich, dass ich jemanden hole. Ja, Und dann sind sie von sich aus gekommen. ja. Danke, Jesus, dass du mir das aufs Herz gelegt hast. So schnell sitzt man in Kasachstan bei einer Familie. Also, sowas haben wir echt noch nicht erlebt. Das ist so schön hier. Die Männer führen ihre Männergespräche. Ich höre zu. Ja, es ist echt schön. Wir kommen hier einfach rein und die Frau, die deckt einfach den Tisch und wir werden hier so gut versorgt, oder? Es gibt sogar Kamel. Aber sehr lecker. Sehr Ja, es ist richtig lecker. Richtig, richtig lecker. Wir sind, lecker. Auf einen Tee eingeladen und dann war der Tisch schon voll. ja, ja, Das ist bei den Traditionen. Wenn Gäste kommen, tut man alles auf den ja. Tisch. Unglaublich. Unglaublich. Wir sind wirklich dankbar. Oh, wow. Мне свет очень нравится. Also sowas haben wir auch noch nicht erlebt. Das ist ja... Schaut mal. Oh mein Gott, das macht uns so sprachlos. Wow. Вам прям Aber ich glaube, das musst du wieder супер, ausziehen. идет вам. Der hat ihm das jetzt echt geschenkt, ne? Это просто... Der hat ihm das echt geschenkt. Unglaublich. Wie schön ist das bitte? Wir kriegen noch Wasser von ihnen. Wir bekommen noch Wasser von ihnen und es ist... Ich kann das gar nicht in Worte packen, echt. Wir sind einfach nur dankbar. Jetzt wird noch Inventar vorgeführt. Die Hantel. Hast du ihm die jetzt geschenkt, Schatz? Ja, das ist geschenkt. Ja? Oh wow, schön. Oh. Oh, wie cool. Oh Mann, das sind so unbezahlbare Momente, wirklich. So schön. Ist das lustig? Er hat ja gesehen, dass wir nur so Klappspaten haben. Und jetzt hat er ihm einfach einen richtigen Spaten geschenkt. Ich weiß es nicht. Und die süßen Mädels und seine Frau, echt, also das war wirklich ein schöner Moment. Also, ich glaube, sowas gibt es nur in Kasachstan. Oh, wie schön. Bye, bye. Bye, bye. Ach, wie schön. Wie schön ist es bitte? Die haben uns angeboten, dass wir bei ihnen noch die Nacht bleiben als Gäste. Aber ja, das Thema hatten wir ja schon. Wir möchten ja immer gerne in unserem Wohnmobil schlafen. Und jetzt fahren sie vor uns her. Ah, Eskortieren uns. und bringen uns an einen sicheren Platz, wo wir uns nicht mehr festfahren und wo wir gut schlafen können. Also, wie nett kann man sein, ha? Wie nett. Jetzt haben wir einen richtig guten Platz am See. Ohne zu versinken.
Wahnsinn. Mond, er hat doch gesagt, Oh, mit Mond auch noch, wie schön. Guten Morgen, Leute. Was für ein Abend gestern, oder? Aber die Nacht war umso ruhiger. Wir haben richtig gut geschlafen. Und ja, für heute haben wir ein kleines Problemchen. Wir wollten ja eigentlich weiter, aber für heute ist Unwetterwarnung raus. Also extreme Windwarnung. Extreme Windwarnung. Und hier in der Steppe fühlt sich das ja dann nochmal anders an. Und wenn wir diesen Ort hier verlassen, kommt nichts. Einfach nichts, nur Steppe. Und deswegen sind wir gerade am Überlegen, ob wir vielleicht auf Nummer sicher gehen und nochmal eine Nacht hier an dem Ort bleiben. Aber wir checken das alles nochmal und sprechen vielleicht auch nochmal mit den Leuten, wo wir gestern Abend waren. Vielleicht sagen die, nee, ist alles nicht so wild oder ja, wir schauen mal. Aber ich habe jetzt diesen Moment hier genutzt, weil ich euch das unbedingt zeigen wollte und weil die gleich abhauen. Schaut mal. Komm hierher zum Fressen und zum Trinken. Da hinten steht noch ein kleines Fohlen. Oh nein, jetzt habe ich zu viel gequatscht. Es war da noch ein Kamel, jetzt ist es weg. Oh, das tut mir jetzt leid. Hä? Da oben geht's. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Durch die Sonne sehe ich nichts. Aber ich glaube, ihr seht es. Ja, der war gerade eben auch noch hier. 2 sogar, das sehe ich jetzt erst. 3 sogar. Krass. Ich stehe noch im Schlafanzug draußen, hoffentlich sieht mich keiner. Wow. Schön. Ja, also, Timmy liegt noch im Bett. Aber ich denke, der steht gleich auf und dann werden wir mehr wissen, ob wir heute fahren oder ob wir bis 19 Uhr warten. Dann soll der Wind weniger werden. Ich weiß es nicht. Aber erstmal Kaffee. Also, wir haben entschieden, dass wir hier bleiben heute. Ist ja auch ein echt schöner Ort. Aber wir parken um, weil heute ist ja Sonntag und wir glauben, dass jetzt hier gleich ganz viele Familien herkommen. Und wir stehen hier echt so mittendrin. Und dann machen wir einfach ein bisschen Platz. Wir stellen uns an die Seite. Und schaut mal, ich will da jetzt nicht so komplett drauf hin. Ich sehe gar nicht wegen der Sonne. Wo sind sie denn jetzt? Da, so hinter mir. Die machen es sich jetzt richtig gemütlich. Die haben sich Decken hingelegt. Machen jetzt noch so ein, ich weiß nicht, ob das ein Insektennetz oder ob das einfach nur schön aussehen soll. Hängen sich jetzt so Vorhänge dahin. Und haben ja einfach eine gute Zeit. Ich bin gespannt, was hier heute Nachmittag noch los ist. Aber eigentlich soll ja der Wind kommen. Aber wenn die sich hier so vorbereiten, dann kann ich mir das so schlecht vorstellen, dass hier nachher Unwetter sein soll. Aber ob Unwetter oder nicht, wir bleiben einfach hier. Demi guckt jetzt mal, wo wir uns hinstellen können. Und dann haben wir hier, ich werde ein bisschen viel Video schneiden, weil ich komme einfach nicht hinterher. Bis Georgien war es eigentlich noch voll okay. Aber jetzt hänge ich voll hinten dran. Deswegen muss ich heute den Tag einfach mal, ja, mit ein bisschen Schneiden verbringen. So die letzten 3 Tage habe ich nichts gemacht. Also nicht das neue Video geschnitten, sondern das alte. Und ja, irgendwie muss ich da wieder reinkommen, dass ich wirklich jeden Abend schneide. Weil sonst ist am Ende echt zu viel. Servus. Also der Kumar, der uns gestern rausgezogen hat aus dem Sumpf da, ist jetzt hier. Er wollte nach dem Rechten schauen, ob es uns gut geht. Das ist auch so genial. Deren Arbeit ist erst getan, wenn es dir richtig gut geht. Das ist deren Gastfreundschaft. Er wollte eigentlich uns begleiten, eine gewisse Strecke, aber da wir heute uns entschieden, hier zu bleiben, Katrin hat wahrscheinlich schon was dazu gesagt mit dem Sturm, ist alles gut. Der wird wahrscheinlich auch gleich wieder wegfahren.
Aber hier ist eine Familie hergekommen. Da ist eine Frau, die haben wir jetzt auch kennengelernt. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten über unser YouTube-Kanal. Und sie mag solche Sachen, Reisende auf YouTube zuzuschauen. Und sie mag auch dieses Magnetenfischen. Da habe ich gesagt, ja, mögen Sie das? Und sie sagt, ja. Ich sage, ich habe einen Magneten hier, wollen Sie jetzt ein bisschen Magneten fischen? Und sie sagt, oh, ja, gerne. Also gebe ich ihr jetzt den Magneten und dann kann sie sich austoben. Ist ein Geben und Nehmen hier. Schön. Also, weitermachen. Weitermachen. So, ja, Planänderung. Der, wie heißt er, Kumar? Kumar fährt jetzt zum Bazar und wir lieben ja Bazare. Haben uns nur die letzten Monate echt schwer getan, guten zu finden. Und der Kumar sagt, lasst euer Auto hier stehen und kommt mit mir. Und das Angebot nehmen wir gerne an. Ja, und wir nehmen euch natürlich mit. Это мы закрыли вот спереди из-за солнца, чтобы не нагревало изнутри. Also in der Türkei hatten wir ja auch echt wirklich tolle Begegnungen und emotionale Begegnungen. Aber ich muss sagen, jetzt dieses Treffen mit dieser Familie, ich glaube, da werde ich mich mein Leben lang dran erinnern. Und Dimi sicher auch, oder? Ja, klar. Also das ist so was von besonders und das berührt mich total, wirklich. Also, oh Mann. Das Schöne ist ja auch einfach, die beiden Männer, ich laufe ja nebenher. Ja, seine Frau ist ja jetzt nicht dabei, aber die beiden Männer, das ist so zwischen denen, als würden die sich ewig kennen. Also ich finde es so schön, das zu beobachten, wie vertraut sie miteinander umgehen. Also wirklich, wirklich schön. Und wir sind uns auch ziemlich sicher, es gab ja diese Sturmwarnung, aber es sieht überhaupt nicht nach Sturm aus. Ich blende einen Screenshot ein, ist wirklich. Aber wir wissen, Dimi und ich, dass das absolut kein Zufall war. Selbst wenn kein Sturm kommt, alleine, dass wir jetzt hier ausgebremst sind durch die Warnung, verschafft uns einfach so einen schönen Moment. Und ja, wir wissen, bei Gott gibt es keine Zufälle und wir beten ja immer, Gott, schick uns die Menschen, die du vorbereitet hast für uns. Und das ist wieder so ein Moment, wo wir ja Gottes Hand einfach auch drin spüren und sehen. Und das macht uns unglaublich glücklich und dankbar. Bin ich mal gespannt. Ich habe gerade mitbekommen, dass wir jetzt erstmal seine Frau besuchen. Ich freue mich, die ist so goldig. So eine tolle Frau, wirklich. Wenn man die anguckt, die strahlt so viel Herzlichkeit und Liebe aus. Das ist unglaublich. Hello! Was ist das hier für eine Stelle? Gold. Ah, Gold. Ah, wow. Gold. Ah, super. Золото. Пока. Oh. Oh. Die nicht süß, die ist süß, oder? Ja, das sind diese Steine, die man essen kann. Das sind die Steine, die man essen kann. Krass, ich kenne das nur aus dem Fernsehen. Du auch, oder? Hier ist das, was wir gestern getrunken haben. Ah, ja. Boah, ich glaube, das möchte ich auch haben. Kaufen wir gleich jetzt. Ja.
Also ich laufe jetzt einfach mal mit euch hier so durch. Im Schnelldurchlauf, weil sonst Dimmys Welt. Trikots. Also hier ist auch echt, du bekommst hier einfach alles, oder? Ja. Alles. Also er sagt zwar Bazar, wir würden dazu Einkaufszentrum sagen, aber es ist halt einfach nur, weil alles so schön gemacht ist, abgetrennt und so, ne? Aber trotzdem ist es ein Bazar. Ich rede schon wieder ganz allein in die Kamera, du musst auch ein bisschen was sagen. Ich will erst mal aufsaugen. Ankommen will ich und ja, nimm die Leute einfach Ja. mit, damit ihr auch das Ja. Ganze hier sehen könnt. Was? So, Mission, erzähl. Ich will einen kasachischen Trainingsanzug kaufen mit der kasachischen Flagge drauf. Ich liebe die kasachische Flagge. Ja, mal gucken, ob wir das hier kriegen. Also es gibt nur das. Ja. Auf der Rückseite sieht es so aus. Oh, schön. Aber ich hätte lieber so... Mehr mit Gelb, ne? Мне бы вот больше понравилось, Ja. если бы это тоже вот таким вот цветом было. Ah, schade. Я подумаю потом. Спасибо большое. Der ist so groß und hat so lange Beine. Der macht einen Schritt und ich mache 15. Ich bin richtig aus der Puste. Mal gucken, ob wir hier fündig werden. Schauen wir mal. Er fragt nach. Das sieht ja schön aus. Das gefällt mir. Wow. Oh, schöne Kle Niedlich. Das sind Nationalgerichte hier. Ja? Der Geruch Der Geruch. ist säuerlich. Ja. Ah, sind das diese Kugeln, diese Kurt, oder wie das heißt? Da ist diese PT. Ja, können wir das Вот это, mitnehmen? да, для чая. Karma turşusu ama bana. Das sind alles hausgemachte Sachen, ja. Ah, wenn du für 5000 einkaufst, dann kriegst du noch Bonus dazu. Ach so, wie viel sind 5000? 5000? Ja. 2000, ungefähr 10 Euro. Ja, dann mach voll die Tasche. Вот, да? Или... Hier gibt's dieses, wie heißt das, Kurt? Я bin еще ни разу не пробовал, хотел бы Ob sie mir попробовать. das jetzt probiert. Es gibt süße und es gibt... Ich will das nicht. Айс. Соленый. Это соленый. Да, да, это сладкий. А какой ты кушаешь? Айс. Ну, не на пациент, здоровый. Попробуйте. Willst du probieren? Ah, ah. Сладкий. Вкусно? А? Ja? Ну gut. Wie Frischkäse ein bisschen. Aber süß. Süß. Mm. Ich habe nicht gedacht, dass das so schmeckt. Ja. Парно урчит. Also ich habe die süße Variante und ich muss sagen, das schmeckt. Ich habe das nicht erwartet, dass das so einen Geschmack hat. Krass. Willst du welche mitnehmen? Wenn du auch willst, ja. Запить? Wie heißt das? Schuat? Попробуйте. Du probierst auch. Ich probiere das nicht. Säuerlich. Ja? Попробуйте. Это, Это хорошо. Дима. ну вкусно, вкусно.
Okay, ich probiere. Ich werde mutig hier in diesem Land. Kamel probiert jetzt, Kurt probiert und jetzt, wie heißt das? Das ist Kamelmilch. Ah, Kamel mag ich. Верблюжний, habe ich ja gerade gesagt. Я с вами уже по-немецки разговариваю. Я ей сказал. Вкусно, вкусно. Das hat echt einen interessanten Вы это в Geschmack. бутылке тогда запаковываете? Kann man da auch Milchschaum draus machen? Das kann man. Kann man da Milchschaum draus machen? Also ich finde, wir sollten eine Flasche mitnehmen. Мы возьмем одну бутылку. Прва класа се решиш, 1,5 решиш. Krass. Davon nehmen wir auch noch welche mit. Das sind die salzigen. Okay, da bin ich gespannt. Ich denke, ich mag eher die süßen. Mal schauen. Jetzt haben wir uns eingedeckt. Wieder übertrieben. Nicht schlimm. Wir haben Kamelmilch. 1 Liter. Mal gucken, wie das so für unsere Verdauung wird. Also wir haben jetzt richtig zugeschlagen und ich habe ein Geschenk bekommen. Weil wir über die 5000 gekommen sind. Ja, schön. Also wir haben echt so traditionell gekauft und haben jetzt für eine ganze, also für die Kamelmilch, für Nüsse, ich weiß gar nicht, so komisches Zeug für einen Tee. Und ich weiß gar nicht, was Dimi noch eingepackt hat. Ah ja, diese Kugeln da, dieses Kurt oder wie das heißt. Ja, und auch irgendwas, ich weiß es gar nicht. 9 €. Ich freue mich. Und ich habe Kamelmilch. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich mal Kamelmilch trinken werde und es auch noch mögen werde. Krass. Und ich hechte schon wieder hinterher. Das war's. Also, es liegt ihm am Herzen, dass wir hier noch den Park mitnehmen, dass wir hier, ja. Ich glaube, es ist ihm einfach auch wichtig, dass Menschen einfach auf seine Stadt aufmerksam werden, oder? Und das machen wir natürlich gerne. Das liebe ich ja. Das ist in Deutschland gar nicht möglich, dass die Parkanlagen so schön sauber und gepflegt sind. Das finde ich echt schade, dass wir das in unserem Land nicht hinbekommen. Aber da kann er uns gleich was zu sagen. Wow. Komm her. Wegen Das ist als Sieg gegen den Faschismus. Gegen den deutschen Faschismus damals, gegen die Nazis. Krass. Am 9. Mai wird das gefeiert. Und hier sind alle Namen der Gefallenen. Oh, wow. Der ist im Krieg gefallen. Sein Onkel. Krass. Er hat im Krieg gegen den Faschismus ist er gefallen. Atschebaev. Das tut mir leid. Ja, das passiert heute immer noch. У нее слезы пошли. Einfach krass auch so, ja, solche Momente zu erleben. Man steht hier, Krieg ist überall und ja, emotional. Also Dimi hat versagt bei der Übersetzung. Es ist nicht Onkel, es war der Opa. Er hat es mir gesagt, Onkel. Ach so, er hat Onkel gesagt. Okay, also haben beide versagt. Ah, schön. Ich finde es echt schön. Sehr wertvoll. Und ich finde es auch schön, dass wir euch das zeigen können. Und falls jemand das Video schaut, der aus diesem Ort hier kommt, dann schreibt doch gerne in die Kommentare. Wir würden echt wissen, ob Einheimische aus dieser Stadt hier zuschauen. Ich kann das Video heute schon beenden, Schatz. Ja? Ja, wir haben so viel Material. Ich habe es noch nicht mal angefangen und kann schon beenden. Oh, das wird so schwer für mich zu entscheiden.
was wir mit reinnehmen und was draußen bleibt. Leute, ihr wisst nicht, was das manchmal für eine schwierige Entscheidung ist. Wir haben oftmals so viel Videomaterial, was wir gar nicht nutzen. Und es ist so schade. Echt. Wow. Ich bin begeistert. Also jetzt sind wir bei seinem Papa. Krass. Hier eine Jurte. Was? Wie cool ist das denn? Wow. Darf ich reinfilmen? Ja. Wow. Ist das krass. Ich bin in einer Jurte. Oh, ich würde gern ein Foto machen. Kannst du. Қазақ тілінде айтқанда қазақша твой жеңгешка. Жеңгешка, скажи. Женгешка. Жеңгешка, да. Wow. Это моя жена, да. В Казахстане. Мы вчера застряли там на озере, и он нас вытащил. Да, Помог нам. младший братишка, Кумар. Ah. Дима охотника. Теплоизоляция. Isolation für Rohre, um rauszukommen von Öl. Ah, krass. Alle möglichen, alle Bereiche. So. Und das alles hier. Das ist deren Familienfirma. Familienbetrieb. Es ist uns eine Freude, euch das zeigen zu können. Echt. Also, Schatz, das schön. Regenrinne machen sie auch. Зимой здесь отдыхает. Also jetzt zeigt er uns voller Stolz seinen Stall mit diesen kleinen Zicken. Guck mal, wie süß die einfach sind. Для барашки. Зимой и летом, да. Да, зимой здесь останется. Потому что синий зимой снег холодно. Да, А холодно. зимой как самому младшему 22 года. Das war jetzt echt wild. Uah, Hund, aber an der Kette. So gefällt mir das. Also, wir erzählen hier die ganze Zeit und sagen nie, wir sagen nie, wie der Ort heißt. Also, wie heißt der? Kusara. Kusara. Ja. Okay. Aber wenn er mich jetzt hören würde, würde er mich wieder verbessern. Ich sitze mit meinem neuen Freund hier. Из Кулсари. Из Кусари, с новым другом, который нас спас вчера, der uns gestern gerettet hat. Wir trinken gleich Tee und essen ein bisschen Süßes, haben wir gerade eingekauft. Вот так вот выглядит. Jetzt rede ich schon Deutsch und Russisch. Ja, genießen das Ganze hier zusammen hier. Ich kann das gar nicht glauben. Die Frau von heute Morgen, die haben Kasan aufgebaut und so. Und jetzt haben sie uns einfach Essen gebracht. Ist das nicht schön? Wow. Hallo ihr Lieben. Der Vormittag war recht schön. Wir haben echt viele Einblicke bekommen, ne? Natürlich fühlt sich das irgendwie an wie so, ja, jetzt noch dahin und jetzt noch dahin, aber letztlich wollen wir das ja. Genau. Wir wollen ja Begegnung, wir wollen ja sehen, wie die Menschen leben und ja, sie haben halt Freude daran, uns ihre Familie und ihre Häuser und ihr Hab und Gut zu zeigen und wir haben Freude daran, das zu sehen und zu erleben. Also es war echt schön und wir haben auf den Sturm gewartet, der echt nicht gekommen ist. Und wir, ja, es ist zwar windig, aber es war nicht dieser Sturm, der angekündigt war. Und wir glauben ganz fest daran, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. Da sind wir uns ziemlich sicher. Ja, Also, zu 100% Zu sicher. 100%. Ich kann auch sagen, warum. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Habe ich das schon erwähnt, Schatz? Weißt du das? Weiß ich nicht. Also wir
wollten ja eigentlich Menschen so kennenlernen, und zwar von innen heraus, tief in der Familie, bei denen zu Hause. Ja. Aber wir haben irgendwie wie so eine Blockade im Herzen gehabt, auf jemanden zuzugehen und irgendwie Menschen kennenzulernen. Ja. Und der liebe Gott sagt, kalt. okay, ihr habt ein Problem damit. Ich Ja. mache, dass ihr solche Menschen kennenlernt, Ja. ob ihr wollt oder nicht. Und das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, dass Gott uns die Menschen schickt, die er vorbereitet hat. Und diese Familie hat er echt vorbereitet für uns. Und da sind Ja. wir echt dankbar für. Das Interessante ist, als wir bei denen zu Hause gesessen haben, haben sie dann gesagt, Gott hat euch zu uns geschickt. Ja. Die haben das wirklich so gesagt. Ja. Aber jetzt schaut euch noch für die nächsten paar Sekunden einfach diese Sonne an. Ist das nicht wunderschön? Wir blenden euch auch die Stadt ein. Und die hier durchreisen. Leute, habt keine Sorge. Ja. Geht auf die Kasachen zu. Das ist ein wirklich cooles Volk. Und die freuen sich, euch kennenzulernen. Ja. Und die sind sehr gastfreundlich. Und daraus entstehen richtig gute Freundschaften. Und ihr habt unvergessliche Erlebnisse Ja. dadurch. Und ihr müsst auch keine Angst haben, euch festzufahren. Euch wird hier garantiert geholfen. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wir haben wirklich mal wieder gut geschlafen. Ich bin leider abgelenkt, weil hier auf dem Platz ein Hund rumläuft. Und ihr wisst ja, ich habe echt Angst vor Hunden. Das ist echt eine Herausforderung für mich. Das Lustige ist, er sieht aus wie ein Wolf. Ja. Ja, was für 2 aufregende Tage für uns, oder? Also so emotional und so lustig und so, ja, ich kann es gar nicht in Worte schreiben, wie gastfreundlich wir hier von dem Kumar und seiner Familie empfangen wurden. Wie sie uns geholfen haben, uns frei zu buddeln, das war unglaublich. Ja. Ja, also wir sind sicher, dass Gott sie uns geschickt hat und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. An dieser Stelle beenden wir auch das Video, weil es für uns so ein ganz besonderes Video ist und wir wollen einfach mit den Bildern von der Familie einfach das Video beenden und dann ein neues beginnen, weil das wirklich so unglaublich schön für uns war. Und wie an jedem Ende des Videos wollen wir euch natürlich segnen. Ich habe so Angst vor dem Hund. Und er hat auch gleichzeitig Angst vor uns. Alles gut, du machst es ganz gut, Schatz. Ja. Du machst es ganz gut. Man sieht mir die Angst überhaupt nicht an, oder? Also, ihr Lieben, ich möchte erstmal Kumar danken für diese Tracht. Das ehrt mich sehr, dass ich so wundervoll begrüßt wurde. Da ist übrigens der Wolf, der hier rumläuft. Nein, das ist ein Hund, der gehört jemandem und der ist sehr ängstlich. Ja, also passt hier gut zusammen. Ja. Ja, ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass wir rausgeholt wurden aus dem Sumpf. Kumar, спасибо большое, Жанибек, спасибо. Вашего третьего друга я имя забыл, прости, пожалуйста. Ну и тебе большое-большое спасибо. Большое спасибо, Кумар, твоим родителям, твоему брату, что мы могли там туда прийти, все посмотреть, познакомиться с ними. Спасибо, Кумар, твоей жене и твоим тебе и твоей дочке, что мы в вашем доме были, что мы могли покушать. So, jetzt wieder auf Deutsch. Ich habe Kumar jetzt einfach in der Sprache gedankt, indem wir miteinander kommunizieren, damit er auch versteht, ohne drunter zu lesen, was ich ihm sage. Und jetzt kommen wir zu der Segnung. In dieser Zeit haben wir Gottes Hand gemerkt. Wir haben gespürt, wie Gottes Hand in dem Ganzen drin ist und wie Gott Menschen bewegt und das alles zusammenfügt. Nein. Okay, bleibt jetzt da. Ja, Leute. Ich habe dich unterbrochen. ja, alles gut. Ja, und es ist kein Zufall, dass wir dem Kumar begegnet sind. Gott lässt zu, dass wir uns festfahren und damit die Einheimischen uns rausholen. Er segnet uns, damit er auch die anderen segnen kann. Die wurden uns zum Segen
und Gott wird auch sie segnen. Und so ist unser Gott. Und ich wünsche auch dir, dass du die Gottes Hand in deinem Leben siehst. Ich glaube, wir müssen lernen, einfach loszulassen, unser Leben selber zu lenken. Wir müssen einfach Gott in unser Boot holen und er ist der Captain unseres Bootes. Und wir müssen aufhören zu rudern, sondern das Ruder Gott übergeben, Jesus übergeben. Und es macht so viel einfacher in unserem Leben. Und ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen und segne dich im Namen Jesus Christus, dass du mehr Vertrauen zu Gott hast und dass du in den nächsten Tagen und bis zum Rest deines Lebens Gottes Hand und Gottes Wirken in deinem Leben siehst. Amen. Amen. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein nettes Kommentar oder einen Daumen für uns da. Darüber freuen wir uns sehr. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann fühl dich frei, das jetzt zu tun. Ja, und nochmal auf die Kommentare einzugehen. Vielen, vielen Dank, dass wir so positive Nachrichten erhalten haben. Danke, dass ihr euch mit uns freut. Danke, dass ihr mit uns reist. Und wir sind einfach überwältigt von eurem Support. Wirklich. Ja. Ganz, ganz wirklich. Das bedeutet uns ganz, ganz viel. Also, wir freuen uns, wenn du im nächsten Video dabei bist und uns weiter auf unseren Abenteuern durch Kasachstan begleitest. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich sage danke, spasiba, Rahmet. Rahmet.